Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Concept D5 Pro von Acer und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Gerät nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung sieht man hier tatsächlich sehr, sehr gut, und zwar genau hier. Und mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich wirklich nur den Frontrahmen lösen und kommt so direkt an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen ist einzeln. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Das sind hier die 3 oben, 3 in der Mitte und 3 unten. Und da ist es so, das ist auch sehr praktisch, die sind alle gleich lang. Die muss man sich also nicht speziell irgendwie merken und sortieren. Und in dem Fall sind das allerdings keine Kreuz, sondern Torx-Schrauben. Das heißt, ich benutze hier ein T5 oder sogar ein T8, weil die Schrauben dann doch relativ groß sind, als Aufsatz. Und generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Werkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und da ist einfach alles drin, was man so braucht. Das sind Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit Verlängerung und allen erdenklichen Aufsätzen. Und die habe ich mir hier jetzt eben einfach zurechtgelegt. Und wie gesagt, wenn man da alle Schrauben raus hat, kann man die Unterseite lösen. Das ist in dem Fall auch gar nicht so schwer. Die wird nämlich hauptsächlich über die Schrauben gehalten. Aber falls das Gerät noch nie geöffnet wurde und das vielleicht ein bisschen schwerer geht, ich benutze hier einen, auch der Öffner aus dem Werkzeugset, dann ist das Grundprinzip im Grunde genommen, dass man hier an der Verbindungslinie entlang versucht, eine Öffnung zu schaffen. Und da darf man sich jetzt hier nicht irreführen lassen. Die Verbindung geht tatsächlich nicht hier lang, sondern die geht quasi hier oben lang und läuft dann hinter dem Kühlergrill quasi. Und ja, also ich versuche da eigentlich meistens auf der Rückseite anzufangen, hier. Und dann kann man hier so ein bisschen reingehen und das dann nach oben hebeln. Und da sieht man schon auch, was ich gemeint habe, dass die eigentliche Verbindung nämlich hier lang läuft. Und ja, wie gesagt, also in dem Fall geht das wirklich super leicht. Sollte das tatsächlich schwerer gehen, dann macht man einfach nach dem gleichen Prinzip weiter. Also auch hier kann man dazwischen gehen und das aufhebeln. Und auch auf der Vorderseite, das ist also wirklich das gleiche Prinzip, bis man irgendwann die Unterseite in der Hand hat. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier den Stecker zum Mainboard. Den kann man jetzt in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Jetzt ist das Gerät wirklich stromfrei und so ist man eigentlich dann auf der sicheren Seite. Gut, was wir hier sehen können ist, dass das eine, ja, ich sag mal eine etwas bescheidene Bauweise ist. Einfach weil sich hier so gut wie alles unter dem Mainboard befindet. Also RAM, SSD, auch der eigentliche Heatsink vom Lüfter. Die sitzen quasi alle auf der anderen Seite. Das Einzige, wo man hier einigermaßen rankommt, wäre das WLAN-Modul, aber auch das ist super unpraktisch. Das heißt, im Grunde genommen muss man hier für alle Arbeiten das Mainboard ausbauen.
Und das ist eigentlich auch das, was ich euch hier zeigen will. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Akku. Der hat nur 2 Schrauben und in dem Fall wechseln wir auch den Aufsatz im Gerät. Das sind nämlich alles ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, da nehme ich hier ein PH0 als Aufsatz. Und wenn die beiden Schrauben draußen sind, kann man den Akku so einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist hier unten ein bisschen eingehakt und ja, so natürlich auch super einfach tauschen. So, jetzt kommen wir zum Mainboard. Wenn man das ausbauen will, weil man zum Beispiel an die SSD ran will oder vielleicht will man auch den RAM aufrüsten, nachrüsten und so weiter, dann ist es hier so, dass man zum einen den Lüfter losschrauben muss, dann das Mainboard selber, das sind diese ganzen Schrauben hier und diese hier. Dann auf jeden Fall muss man das WLAN lösen und man muss alle Kabel hier vorne ja, rausziehen oder disconnecten quasi, genauso wie die beiden Lüfter. Hier ist es so, ich würde da empfehlen, einfach auf jeden Fall mal ein Foto zu machen von dem Gerät, dass man dann auch weiß, was wohin gehört. Und dann merkt man sich am besten auch, wo welche Schrauben hingehören. Da kann man sich ja auch kleine Zettelchen machen. Und ich fange im Normalfall immer damit an, alle Kabelverbindungen zu trennen. Das wäre jetzt in dem Fall hier einmal zum Beispiel das Displaykabel. Das funktioniert so, da läuft ein Bügel außen herum und den muss man zuerst hochklappen. Genau so. Und dann kann man das Kabel, das klebt hier auch ein bisschen nach hinten aus dem Stecker ziehen. Und dann hat man das quasi schon mal lose. Danach machen wir einfach mal die beiden Lüfteranschlüsse weg. Und da ist es so, ich traue dem Kabel nicht. Ich würde da versuchen, einfach den Stecker immer beidseitig zu fassen, nach hinten hin rauszuziehen. Auf der Seite machen wir das genauso. Dann haben wir hier vorne, das ist das Kabel für das Backlight der Tastatur. Dann haben wir hier noch den Fingerprint. Das ist das eigentliche Kabel der Tastatur. Hier drüben haben wir noch das Kabel vom Touchpad. Und da auch diese Verbindung hier lang läuft, würde ich also auch die beiden Lautsprecher hier noch rausziehen. Auch die seitlich greifen und nach hinten rausfassen. Und genau, und dann fangen wir mal an, die Lüfter rauszuschrauben. Und wie gesagt, also macht euch ein Foto vorher, damit man das auch erkennt. Zum Beispiel sind diese beiden Schrauben, die kommen ja vom Gehäuse. Das heißt, die sind nicht belegt. Die Mainboard-Schrauben, die haben hier zum Glück alle so einen kleinen Pfeil. Also man sieht da M2,5x5, das ist die Länge der Schraube, das Gewinde der Schraube. Und dann auch noch so einen kleinen weißen Pfeil. Und auch die einfach sich merken, dass das die Mainboard-Schrauben sind. Ja? Also das war der Lüfter. Das ist jetzt das Mainboard. Hier sehen wir noch die CMOS-Batterie. Die ist hier nur aufgeklebt. Die kann man jetzt also entweder hier vom Stecker trennen oder man löst die einfach geschwind hier. Ich bevorzuge das, weil die Stecker so ein bisschen, ich sag mal, sensibel sind. Und genau, das WLAN-Kabel natürlich noch, das WLAN-Modul. Das machen wir auch noch. Die WLAN-Kabel selber, die sind nur aufgesteckt hier, also die kann man auch einfach runterklappen. In dem Fall machen wir die aber einfach so weg. Und genau, prinzipiell mache ich dieses ganz spezielle Modell hier auch zum ersten Mal. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was hier passiert, ob da noch irgendwas hängt. Das sieht zum Beispiel aus, als würde das hier drüben noch irgendwo sitzen. Natürlich
wer sehen kann, ist klar im Vorteil. Hier ist natürlich noch eine Lüfterschraube, die ich tatsächlich nicht gesehen habe. Asche auf mein Haupt. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. So, und jetzt sieht man eben, dass es tatsächlich eben einfach gar nicht so kompliziert ist. Das gesamte Mainboard hat man jetzt hier in der Hand. Und wäre das nicht fantastisch, wenn es so rum eingebaut wäre und man direkt an alles rankommt. Aber nun gut, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, nicht wahr? So, hier sehen wir jetzt auf jeden Fall mal alles, was tatsächlich relevant ist. Wir sehen hier den RAM, dann sehen wir hier die SSD. Hier zum Beispiel wäre jetzt noch Platz für eine zweite SSD. Das war ja das WLAN-Modul und dann sieht man hier eben auch den Lüfter und den Heatsink, der CPU und GPU kühlt. Und wie gesagt, hier unten ist ja die CMOS-Batterie drin. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem RAM an. RAM tauschen ist wie immer eigentlich echt super einfach. Der wird immer von diesen beiden Klammern hier gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der einem dann förmlich schon entgegen. Dann muss man den einfach nur noch rausziehen und da einfach aufpassen, wenn man feuchte Hände, fettige Finger hat oder so, dass man hier nicht direkt auf die Kontakte grapscht. Und der Einbau ist genauso einfach, der passt nämlich auch nur in eine Richtung. Also der würde so jetzt eben gar nicht reingehen. Das heißt, da kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen. Der kommt dann einfach so in den Slot zurück, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ja, und die SSD ist natürlich genauso einfach. Die wird jetzt in dem Fall hier sogar nur... da bin ich an die Kamera gekommen. Beruhigt sie sich wieder? Sie beruhigt sich, sehr gut. Die wird nur von einer Schraube hier unten gehalten. Ich halte jetzt hier ein bisschen dagegen. Und das ist das gleiche Prinzip wie beim RAM. Die wird dann einfach rausgezogen. Und auch die passt nur in eine Richtung, also auch hier drüben. Ne? Die würde so gar nicht gehen. Die kommt dann eben einfach in den Slot zurück. Auch hier wieder bis ganz zum Anschlag. Fällt unten auch automatisch aufs Gewinde und kann dann einfach wieder verschraubt werden. Wie gesagt, wenn man das macht, würde ich empfehlen, das Mainboard separat abzulegen. Nicht so, wie ich das jetzt mache hier, dass man das einfach hier irgendwo drauflegt, dass man einfach da sicher ist, dass da nichts bricht und so weiter. Und genau, dann noch ein Wort zu den Lüftern. Hier ist es so, die Lüfter selber gibt es nicht einzeln, die kann man nicht zusammentauschen. Das ist also komplett eine Einheit, wenn man das tauschen will. Aber auch das ist relativ einfach. Wenn man jetzt schon das Mainboard ausgebaut hat, dann sieht man hier die Schrauben vom Heatsink. Und wenn man die löst, dann kann man den kompletten Heatsink samt Lüfter einfach ganz normal von oben vom Mainboard entfernen und dann gegebenenfalls erneuern. Da ist es natürlich dann auch zu empfehlen, hier einfach die Kühlpaste auch zu erneuern, also vorher richtig gut sauber machen. Neue Kühlpaste drauf und dann kann der komplette neue Heatsink so einfach wieder von oben auf das Mainboard geschraubt werden. So, dann wollen wir mal noch schnell einen Blick auf das Touchpad werfen, weil man das ja auch einzeln tauschen kann. Und da ist es so, das ist hier alles immer noch aufgeklebt. Auch das ist aufgeklebt, weil warum nicht? Ich mache das jetzt aber trotzdem mal weg, einfach damit ihr das besser sehen könnt. Weil hier unten drunter sieht man das dann schon. Da sind einfach die 4 Schrauben vom Touchpad. Und wenn man die gelöst hat, dann kann man das Touchpad eben wirklich einfach quasi von der anderen Seite rausnehmen oder hier nach oben einfach rausziehen und so auch wechseln. Super einfach. Ich zeige jetzt noch mal prinzipiell eine Sache zu den Steckern hier. Die funktionieren im Grunde genommen alle nach dem gleichen Prinzip. Ja, die werden aufgeklappt. Genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und genau so, das kann dann immer ein bisschen friemelig sein, aber wenn man keine Kamera in der einen Hand hat, funktioniert das. Und dann kommt das hier so wieder rein. Genau. Und dann wird es wieder umgeklappt. Schwuppdiwupp.
Und so funktionieren die ganzen Anschlüsse hier. Also der natürlich und alle Anschlüsse auch auf dem Mainboard, die wir vorhin abgemacht haben. Ja, hier genauso. Ja, das wird hier aufgeklappt, dann kommen die Kabel rein und am Ende werden sie wieder zugeklappt. Ja, also auch das nochmal so zur Info. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir das Mainboard wieder ein. Da schauen wir zum einen, dass diese Kabel hier alle wieder oben drüber sitzen. Und dann, ja, das Prinzip ist natürlich genau das gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Wir legen das Mainboard jetzt wieder hier auf seinen Platz. Das WLAN-Modul, das mache ich jetzt hier auch schon mal einfach wieder rein. Das gleiche Prinzip wie bei SSD und RAM. Ja, das kommt einfach nur in den Slot rein. Und das sehe ich schon, es ist geschickter von der Seite aus anzufangen, von der hier, dass man diese Anschlüsse da wieder richtig reinkriegt. Genau, das ist also einfacher. Auf der Seite kann man das dann fallen lassen. Da eben schauen. Das ist eigentlich das Wichtigste von allem, dass man diese ganzen Kabel, die hier unten drunter läuft, dass man die alle wieder hier davor hat. Dass man da nicht irgendwie aus Versehen eins vergisst. Da ist noch eins. Genau, das sieht aber gut aus. Ja, und ansonsten, gerade auch wenn die Anschlüsse hier drüben sitzen, also einfach das von hier ein bisschen einhängen und nach unten, dann hat das kein Spiel. Also es kann nirgendwo anders hin, es kann eigentlich nur quasi richtig sitzen. So, und dann mache ich jetzt als erstes mal das WLAN-Modul wieder fest. Und genau, bei diesen ganzen Steckverbindungen wie hier unten ist es meistens so, dass auf den Stecker eine Art Markierung ist. Ja, also das ist jetzt hier in dem Fall ein Punkt, genauso wie hier. Und das ist im Normalfall die Markierung für oben. Und da geht man jetzt einfach systematisch vor. Also ich mache jetzt mal erst alle Lüfter wieder, weil das ist echt hässlich, wenn man das vergisst. Dann machen wir die Lautsprecher, gleiches Prinzip, Punkt nach oben. Dann machen wir das Displaykabel wieder rein. Ganz wichtig hier, dass man den Bügel nach oben macht und dann das Displaykabel einfach gleichmäßig, also ohne dass es irgendwie verkantet, wieder ganz in den Slot zurück, den Bügel nach unten. Das klebt auch noch ein bisschen, super. Und dann machen wir diese ganzen Anschlüsse, das habe ich ja gerade eben gezeigt, also immer aufklappen, dann kommt das Kabel hier rein und dann zuklappen. Die haben alle auch so eine kleine weiße Linie hier. Da kann man also echt perfekt sehen, ob das richtig drin sitzt. So, dann gucken wir jetzt mal schnell, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Das sieht aber tatsächlich nicht danach aus. Lüfter sind dran, Displaykabel ist dran. Okay, super. Bevor wir jetzt den Akku wieder einbauen, verschrauben wir auf jeden Fall erstmal den ganzen anderen Rest. Das waren unsere Lüfterschrauben. Da haben wir ja hier zum Glück noch die dritte entdeckt. Dann machen wir das Mainboard. Und da kann man sich jetzt entweder das Foto zur Hilfe nehmen oder man hat sich das gemerkt. Einfach da, wo die weißen Pfeile sind. So, jetzt packen wir den Akku wieder rein. Wie gesagt, der wird hier unten so ein bisschen eingehakt oder eingedingst. Und dann, wenn man den fallen lässt, hier sind die beiden Führungshilfen, dann sitzt der ja perfekt drauf. Muss nur wieder verschraubt werden. Und ganz zum Schluss natürlich nicht vergessen, den Akku auch wieder zu verbinden. Gleiches Ding hier, ne? Da ist so ein kleiner Punkt drauf. Und dann kommt der hier wieder rein. Dann kann man auch, wenn man lustig ist, die Klebebänder wieder drauf machen, weil warum nicht? Das klebt auch einigermaßen. Ja, und also, ja, wie gesagt, also man denkt am Anfang, oh mein Gott, Mainboard ausbauen, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ist aber tatsächlich, wie man jetzt gesehen hat, gar nicht so schwer. Und ja, die Unterseite dann wieder zu verbinden, ist ja auch kein Hexenwerk. Zumal die ja auch fast nur über die Schrauben gehalten wird. Nichtsdestotrotz schaue ich dann trotzdem gerade hier
dass da wirklich alles wieder geschlossen ist, dass da keine Lücke mehr zu sehen ist. Und dann muss man ja nur noch Aufsatz wechseln zu einem T5 oder 8. Die ganzen Schrauben hier wieder rein und ja, schwuppdiwupp hat man das hier erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.